Epilog. Und dennoch, was geschah weiter in Moskau? Nachdem am Samstagabend bei Sonnenuntergang Woland die Hauptstadt verlassen hatte und samt seinem Gefolge von den Sperlingsbergen verschwunden war, dass noch lange Zeit die unwahrscheinlichsten Gerüchte fieberhaft durch die Hauptstadt schwirrten und sich sehr schnell bis in die fernsten und ödesten Provinzen ausbreiteten, bedarf keine Erwähnung. Es ekelt einen an, die Gerüchte wiederzugeben, als der Autor diese Warnzeilen nach Feodosia hörte er selber im Zug jemanden erzählen, in Moskau seine zweite Aussend Menschen im wahrsten Sinne des Wortes splitternackt aus dem Theater gekommen und in dieser Verfassung mit Taxis nach Hause gefahren. Vom Bösen flüsterte es in den Schlangen vor den Milchläden, in Straßenbahnen, Kaufläden, Wohnungen, Gemeinschaftsküchen, in Vorort und Verzügen, auf Bahnhöfen und Zwischenstationen, in Datschen und Strandbädern. Die Gebildeten und Kultivierten beteiligten sich selbstverständlich nicht an dem Gerede über den Bösen, der die Hauptstadt besucht hatte. Sie lachten darüber und suchten die Schwätzer zur Vernunft zu bringen. Aber Tatsache, wie es heißt, bleibt Tatsache und die kann man nicht einfach wegwischen, denn irgendwer hatte die Hauptstadt heimgesucht und die verkohlten Reste des Gribojedow wie auch viele andere Dinge bestätigten das gar zu beweiskräftig. Die kultivierten Leute stellten sich auf den Standpunkt der Untersuchungsbehörde. Hier war eine Bande von Hypnotiseuren und Bauchrednern am Werk, die ihre Kunst meisterhaft beherrschten, um ihr habhaft zu werden, würden sowohl in Moskau als auch außerhalb energische Maßnahmen ergriffen, die jedoch bedauerlicherweise keinerlei Resultate zeitigten.
der sich wohlend genannt hatte, war mit seinen Spießgesellen verschwunden und tauschte weder in Moskau noch sonst wo wieder auf. Natürlich würde gemutmaßt, er sei ins Ausland entwichen, aber auch dort trat er nicht mehr in Erscheinung. Die Untersuchung seines Falles dauerte noch geraume Zeit. Es war schließlich ein angehöriger Fall. Man braucht gar nicht zu reden von den 4 verbrannten Häusern und den Hunderten um den Verstand gebrachten Menschen. Aber es gab auch Tote. Bei 2 ist das ganz sicher. Bei Berlioz und bei dem glückseligen Angestellten des Büros zur Bekanntmachung der Ausländer mit den Sehenswürdigkeiten von Moskau, dem ehemaligen Baron Magel. Sie waren getötet worden. Die verkeulten Gebeine des Letzteren wurden in der Wohnung Nummer 50 in der Sadowaja gefunden, nachdem der Brand gelöscht war. Ja, es gab Opfer. Und diese Opfer machten eine Untersuchung notwendig. Es gab aber auch noch Opfer, nachdem Woland die Hauptstadt verlassen hatte, und diese Opfer waren, so traurig ist, schwarze Kater. An die 100 dieser friedfertigen, nützlichen und dem Menschen treu ergebenen Tiere wurden vielerorts im Lande erschossen oder mit anderen Methoden zu Tode gebracht. 1,5 Dutzend Kater wurden manchmal verstümmelt in verschiedenen Städten bei der Miliz abgeliefert. So wurde in Armavir eines der gänzlich unschuldigen Tiere mit gebundenen Vorderpfoten von einem Bürger zur Miliz gebracht. Der Mann hatte den Kater erwischt, als dieser wie ein Dieb. Was kann man dagegen tun, dass Kater so wirken? Es liegt nicht daran, dass sie lasterhaft sind. Nein, sie hürten ein stärkeres Wesen, Hund oder Mensch, könnte ihnen einen Schaden oder eine Beleidigung antun.
Beides ist nicht sehr schwierig, aber er bringt es keine ein. Ich versichere es. Wirklich nicht. Ja, als er also wie ein Dieb in die Kletten schlüpfen wollte. Der Mann stürzte sich an den Kater, riss sich den Schlips ab, um ihn zu fesseln, und murmelte giftig und drohend: Aha, also zu uns nach Armavir sind Sie jetzt gekommen, Herr Hypnotiseur. Na, hier haben wir keine Angst vor Ihnen. Tun Sie nicht, als ob Sie stumm waren. Wir wissen schon, was Sie für ein Vögel sind. Der Bürger führte den Kater zur Miliz. An den vor der Pfoten, die mit seinem grünen Schlips gefesselt waren, zerrte er das arme Tier hinter sich her und erzwang mit leichten Fußtritten, dass es aufrecht auf den Hinterpfoten ging. Sie, schrie der Bürger, dem eine Horde johlender Bengels folgte, spielen Sie hier nicht den Dummkopf. Daraus wird nicht gegen Sie gefälligst, so wie alle. Der schwarze Kater hatte Märtyreraugen von Natur aus der Gabe des Wortes ermangelnd, war er außerstande, sich zu verteidigen. Seine Rettung verdankte das arme Tier vor allem der Miliz, aber auch seine Herrin, einem ehrwürdigen, verwitweten Mütterchen. Kaum hatte der Bürger den Kater ins Revier geschafft, da roch man seine gewaltige Fahne und zog seine Aussagen alsbald in Zweifel. Unterdes hatte die alte Frau von Nachbarn erfahren, dass ihr Kater geschafft worden war, rannte Sporn Reis zum Revier und traf rechtzeitig ein. Hier stellte sie dem Kater das allerbeste Zeugnis aus, versicherte, sie kenne ihn schon 5 Jahre, das heißt seit seiner Geburt, und bürgte für ihn wie für sich selbst, und sie hörte den Beweis, dass man ihm nicht Übles sagen könnte und er niemals nach
Moskau gereist sei. In Armavir geboren und aufgewachsen habe, er auch hier gelernt, Mäuse zu fangen. Der Kater wurde losgebunden und seine Besitzerin zurückerstattet, nachdem ihm freilich Leid geschehen war und er am eigenen Leib erfahren hatte, was Irrtum und Verleumdung ist. Außer den Katern hatte auch einige Menschengewisse Unannehmlichkeiten vorübergehend festgenommen wurden. In Leningrad die Bürger Vollmann und Volper, ferner in Saratow, Kiew und Charkow je ein Volodin, in Kasan ein Woloch und schließlich in Pensa aus unerfindlichen Gründen der Kandidat der chemischen Wissenschaften Witschenkiewicz. Freilich war diese von mächtigem Wunsch und von sehr dunkler Gesichtsfarbe. Außerdem wurde an verschiedenen Plätzen 9 Korowins, 4 Korowkins und 2 Karawajews festgenommen. Auf der Station Belgorod wurde ein Bürger gefesselt aus dem Sevastopoler Zug geholt. Er hatte sich einfallen lassen, die Mitreisenden durch Kartenkunststücke und dergleichen zu erheitern. Ja, in Jaroslavl erscheint die Mittagsstunde in einem Restaurant ein Bürger mit einem Primuskocher in der Hand, den er soeben von der Reparatur geholt hatte. Kaum würden die beiden Portiers seine Ansichtung da, verließen sie ihre Posten in der Garderobe und ergriffen die Flucht, und ihnen nach flohen sämtliche Gäste und Angestellten aus dem Restaurant. Dabei kam der Kassiererin auf unerklärliche Weise die Tageskasse abhanden. Es gab noch vieles andere, doch an alles kann man sich nicht erinnern. Es gab eine große Wallung der Gemüter. Immer wieder muss man der Untersuchungsbehörde Gerechtigkeit wiederschaffen lassen. Es würde alles getan, nicht nur um die Verbrecher zu fangen, sondern auch um zu erklären, was sie angerichtet hatten. Und es wurde alles erklärt. Und man muss sagen, die
Erklärungen waren vernünftig und unwiderlegbar. Die Vertreter der Untersuchungs- und erfahrene Psychiater stellten fest, dass die Mitglieder der Verbrecherbande oder vielleicht nur eines von ihnen, der Hauptverdacht fiel auf Korojew, über einmalige hypnotische Kräfte verfügten und imstande waren, sich an Opfer zu zeigen, wo sie gar nicht waren. Ein vorgetäuschten, verschobenen Positionen überdies suggerierten sie anderen mühelos, dass bestimmte Dinge oder Menschen sich an Orten befänden, wo sie in Wirklichkeit gar nicht waren, und entfernten umgekehrt Dinge oder Menschen, die in Wirklichkeit zugegen waren, aus dem Gesichtsfeld der Leute. Im Licht solcher Erklärungen wird natürlich alles durchschaubar, selbst die Bürger am meisten erregende, scheinbar unerklärliche Kugelfestigkeit des Katers, den man in der Wohnung Nummer 50 beim Versuch, seine habhaft zu werden, unter Feuer genommen hatte. Selbstverständlich war gar kein Kater auf dem Kronleuchter gewesen. Niemand hatte daran gedacht, zurückschießen, und die Kriminalisten hatten auf eine leere Stelle gefeuert, während vielleicht Korojew, der ihnen suggeriert hatte, auf dem Kronleuchter treibe ein Kater seinen Unfug. Hinter den Schützen stand und sich grinsend seine gewaltigen, aber verbrecherisch missbrauchten hypnotischen Kraft erfreut. Natürlich war er es auch, der das Benzin vergossen und die Wohnung in Brand gesetzt hatte. Stjopa Lichodejew war natürlich nicht nach Jalta geflogen. Das hätte selbst Korojew Kräfte überstiegen und hatte auch keine Telegramme von dort geschickt. Er war in der Juwelierswitwenwohnung vor Schreck über Korowis Trick, der ihm einen Kater mit einem auf gespießten marinierten Pilz vorgaukelte, in Ohnmacht gefallen, und Korojew hatte ihm, um sich über ihn lustig zu machen,
eine Parascha auf den Kopf gestülpt, ihn zum Moskauer Flugplatz geschickt und den wartenden Kriminalisten suggeriert, dass Stjopa dem Flugzeug aus Sevastopol entstiege. Die Kriminalmiliz von Jalta behauptete allerdings, Stjopa barfuß bei sich aufgenommen und seinetwegen Telegramme nach Moskau geschickt zu haben. Aber in den Akten wurde keine Kopie der Telegramme gefunden, woraus der zwar traurige, aber zwingende Schluss gezogen wurde, dass die Hypnotiseurbande die Kraft besaß, sogar auf gewaltige Entfernungen zu hypnotisieren und nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Gruppen. Unter diesen Umständen konnten die Verbrecher selbst Menschen von sehr kräftiger psychischer Struktur um den Verstand bringen. Was sollte man da noch von solchen Kleinigkeiten reden, wie dem Kartenspiel in einer fremden Tasche, dem Verschwinden von Damenkleidern, dem Mjønden, Bart und ähnlichen Scherzen. Solche Trick kaum jeder berufsmäßige Hypnotiseur mittlerer Begabung auf jeder Bühne verführen, ebenso den läppischen Trick mit dem abgerissenen Kopf des Konferenciers. Der sprechende Kater war ebenfalls blühender Unsinn. Um den Leuten einen solchen Kater zu präsentieren, genügt es, die Anfangsgründe des Bauchredens zu beherrschen, und es wird ja kaum einer bezweifeln, dass Krovis Kunst diese Anfangsgründe bedeutend überstieg. Nein, es ging wirklich nicht um die Kartenspiele und die falschen Briefe in Nikanor Iwanowitsch Aktentasche. Das waren kleine Fische. Aber Rojew hatte Berlioz unter die Straßenbahn gejagt und dem sicheren Tod preisgegeben. Er hatte den armen Poeten Iwan Pistomny um den Verstand gebracht, hatte ihm in qualvollen Albträumen das alte Jerusalem und den von der Sonne verbannten wasserlosen Schädelberg mit den 3 Gerichteten am Fall vorgegaukelt
Er und seine Bande hatte Margarita Nikolaevna und ihr Hausmädchen Natascha aus Moskau verschwinden lassen. Diesem Fall übrigens ging die Untersuchungsbehörde besonders sorgfältig nach. Sie musste ja feststellen, ob die beiden Frauen von der Mörder- und Brandstifterbande geräumt wurden oder ob sie freiwillig mit der verbrecherischen Gesellschaft davon gelaufen waren. Aus den wirren und grotesken Aussagen Nikolai Iwanowitsch und dem verrückten Zettel, den Margarita Nikolaevna ihrem Mann zurückgelassen hatte und in dem sie schrieb, sie gehe davon, um Hexe zu werden, und schließlich aus dem Verschwinden von Natascha, die alle ihre Kleidungsstücke zurückgelassen hatte, folgerte die Untersuchungsbehörde sowohl die Frau als auch das Hausmädchen seien wie so viele andere hypnotisiert und in diesem Zustand von der Bande entführt wurden. Dabei spielte auch der wahrscheinlich ganz richtige Gedanke mit. Die Verbrecher könnten von der Schönheit der beiden Frauen verlockt worden sein. Eines aber bleibt der Untersuchungsbehörde völlig unklar, nämlich warum die Bande aus der psychiatrischen Klinik den Geisterkranken geraubt hatte, der sich Meister nannte. Das Motiv bleibt unergründlich, wie es auch nicht gelang, den Namen des Entführten zu ermitteln. Er war für immer verschwunden und zurück bleibt nur die tote Signatur Nummer 118 aus Block 1. Es war also fast alles geklärt und die Untersuchung ging zu Ende. Wie beraubt alles zu Ende geht. Ein paar Jahre verstrichen und die Bürger vergaßen allmählich Woland, Korowjew und die anderen, die unter Woland und seinen Spießgesellen zu leiden hatten. Und so klein und unbedeutend diese Veränderungen auch waren, sie seien doch erwähnt. Georg Bengalski zum Beispiel verbrachte 3 Monate in der Klinik, dann wurde er als Gehilft entlassen, aber die Arbeit im Varieté müsste er aufgeben. Und das in der heißen
kurzen Zeit, als das Publikum nur so herbeistürmte, um Karten zu bekommen, die Erinnerung an die schwarze Magie und ihre Entlarvung war doch noch sehr lebendig. Bengalski gab das Verriete auf, denn er sah ein, dass es zu qualvoll war, abendlich vor 2000 Menschen hinzutreten und vermeidlich erkannt zu werden und immer wieder die heimische Frage zu hören, wie es denn nun besser sei, mit oder ohne Kopf. Ja, und außerdem hatte der Conférencier einen bedeutenden Teil seines Frohsinns eingebüßt, der bei seinem Beruf unerlässlich ist. Geblieben war die fatale, lästige Gewohnheit, in jedem Ruhejahr bei Vollmond in Unruhe zu verfallen, sich plötzlich an den Hals zu greifen, sich ängstlich umzusehen und zu weinen. Diese Anfälle gingen rüber, aber er konnte doch seinen ruhigeren Beruf nicht mehr ausüben. So setzte er sich zur Ruhe und lebte von seinen Ersparnissen, die nach seiner vorsichtigen Schätzung 15 Jahre reichen müssten. Er zog sich zurück und traf nie wieder mit Varunša zusammen, der sich allgemeine Popularität und Zuneigung erworben hatte mit seiner selbst bei Theateradministratoren unwahrscheinlichen Höflichkeit und Verbindlichkeit die Freikartenjäger zum Beispiel nannten ihn ihren Vater und Wohltäter, wer auch immer im Varieté anrief und gleichgültig zu welcher Zeit stets ertönte im Hörer die weiche, aber traurige Stimme. Ich höre auf die Bitte, Varunša ans Telefon zu rufen, antwortete dieselbe Stimme eilig am Apparat, aber Varunša hatte zu leiden ob seine Höflichkeit. Stjopa Lykadejew braucht nicht mehr im Varieté anzurufen. Gleich nach seiner Entlassung aus der Klinik äh, in der 8 Tage verbracht hatte,
wurde er nach Rostow versetzt, wo man ihn mit der Leitung eines großen Feinkostladens betraute. Die Fama will wissen, dass er keinen Portwein mehr trinkt, sondern nur noch Johannisbeeren Knospenschnaps, was ihm sehr kräftig soll. Es heißt, er sei schweigsam geworden und meide die Frauen. Seine Entfernung aus dem Ritter bereitete Rimski nicht die Freude, von der er jahrelang so sehnsüchtig geträumt hatte. Nach dem Aufenthalt in der Klinik und einer Kur in Kislowodsk bat der steinalt gewordene Finanzdirektor mit wackelndem Kopf um seine Entlassung aus dem Ritter. Interessant ist, dass das Entlassungsgesuch von seiner Ehefrau im Ritter abgegeben wurde. Er selber fand nicht einmal am Tag die Kraft, das Haus aufzusuchen, indem er das mündlich übergossene, gesprungene Fenster und den langen Arm gesehen hatte, der nach dem unteren Riegel grapschte. Nach seiner Entlassung ging der Finanzdirektor zum Puppentheater im Stadtteil Samoskворечье. In diesem Theater hatte er Sachen Akustik nicht mehr mit dem ehrenwerten Arkadi Apollonowitsch Sempliarow zu tun. Diese war kurzerhand nach Brjansk versetzt und zum Leiter einer Pilzaufkaufsstelle ernannt worden. Jetzt essen die Moskauer gesalzene Reizker und marinierte Steinpilze und sind des Lobes voll und freuen sich dieser Versetzung über alle Maßen. Es ist ja nun vorbei, und darum kann man sagen, die Akustik war bei Sempliarow nicht so recht in Fluss gekommen, und so sehr er sich bemüht hatte, sie zu verbessern. Sie war geblieben, wie sie gewesen war, zu den Personen, die mit dem Theater brachen, ist neben Sempliarow auch Nikanor
Iwanowitsch Bossoi zu nennen, obwohl dieser außer seiner Vorliebe für Freikarten nichts so mit dem Theater zu tun hatte. Ins Theater geht Nikolai Iwanowitsch weder für Geld noch umsonst. Mehr noch sein Gesicht verzerrt sich bei jeder Erwähnung des Theaters. Nicht in geringerem, in noch stärkerem Maße als der Theater hasst er den Dichter Puschkin und den talentierten Schauspieler Sava Potapowitsch Kurolesow. Diesen hasst er in solchem Maße, dass er im vergangenen Jahr, als er in der Zeitung die schwarz umrandete Mitteilung las, Kurolesow sei in der Blüte seiner Laufbahn vom Schlag getroffen worden, so dunkelrot anlief, dass er beinahe dem Schauspieler gefolgt wäre und brüllte: Geschieht ihm recht. Mehr noch Nikolai Iwanowitsch, dem der Tod des beliebten Schauspielers eine Masse drückender Erinnerungen brachte, betrank sich am selben Abend ganz fürchterlich nur in Gesellschaft des Vollmondes, der die Sadowaja beschien. Mit jedem Glas verlängerte sich vor ihm die verfluchte Kette verhasster Gestalten. Und in dieser Kette waren Sergei Gerardowitsch Duntschil und die schöne Ida Herkulanowna und der rothaarige Besitzer der Kampfgänse und der ehrliche Nikolai Kanawkin. Nun, was war mit ihnen allen geschehen? Ich bitte Sie, nicht geschah mit ihnen, konnte auch gar nicht, denn sie hatten nicht existiert, ebenso wenig wie der sympathische Schauspieler, Konferencier und das Theater und die alte Geizschnepfe Tante Poroschownikowa, die im Keller die Wiesen vermodern ließ. Und natürlich hatten auch die goldenen Trompeten und die frischen Köche nicht existiert. All das hatte Nikanor Iwanowitsch unter dem ein
Einfluss des Schnurken Korovjew Nikanor Iwanowitsch unter dem Einfluss des Schnurken Korovjew nur geträumt, der einzige aus seinem Traum, der wirklich existierte, war Korolesew, der Schauspieler, und er hatte sich nur deshalb in den Traum gedrängt, weil Nikanor Iwanowitsch ihn von seinen zahlreichen Vorträgen im Radio her kannte. Existierte die anderen nicht, also hatte vielleicht auch er existierte bei anderen nicht, also hatte vielleicht auch Alosche Mogaritsch nicht existiert. Oh, doch, er hatte nicht nur existiert, er existiert noch und er bekleidet den Posten, auf den Rimski verzichtet hatte. Das heißt, den Posten des Varieté-Finanzdirektors war etwa 24 Stunden nach seinem Besuch bei Wohland irgendwo in der Nähe von Wjatka im Zug wieder zu sich gekommen und hatte festgestellt, dass er in eine Bewusstseinsrübung von Moskau weggefahren war. Er hatte vergessen, die Hosen anzuziehen, aber dafür unbegreiflicherweise das völlig nutzlose Hausbuch seines Vermieters gestohlen. Für eine enorme Summe erwarb Aloisi beim Schaffner eine speckige alte Hose und fuhr von Wjatka wieder zurück. Das Häuschen seines Vermieters fand er leider nicht mehr vor. Die alte Bude war vor einem Feuer weggelegt worden, aber Aloise war ein Mensch mit ungewöhnlichem Unternehmungsgeist. 2 Wochen später bewohnte er bereits ein schönes Zimmer in der Brüssowski-Gasse und nach wenigen Monaten saß er auf Rimskis Stuhl, hatte Roy Rimski unter Stjopa zu leiden. So bereitete jetzt Aloise dem Baronische Qualen. Diese träumt nun davon, dass man Aloise aus seinen Augen entferne. Denn wie baronische Gelegenheit intimer Gesellschaft flüstert. Ein solcher Aas wie diese Aloise habe er noch nie erlebt, und es gäbe nicht, worauf man bei diesem Aloise nicht gefasst sein müsse. Übrigens ist der Administrator möglicherweise voreingenommen. Man kann Aloise
keine dunklen Taten nachsagen. Eigentlich überhaupt keine Taten, wenn man nicht rechnet, dass er anstelle von Andrei Fokic Sokow einen anderen zu Kantinenwirt ernannte. Andrei Fokic war 10 Monate nach Wollens Besuch in Moskau in der Universitätsklinik an Leberkrebs verstorben. Ja, ein paar Jahre verstrichen und die in diesem Buch wahrheitsgemäß geschilderten Ereignisse lagen lange zurück und waren aus der Erinnerung getilgt, aber nicht mehr allem. Jedes Jahr, wenn der festliche Frühlingsvollmond anricht, erscheint am Abend unter den Linden des Patriarchen Teichboulevards ein Mann von etwas über 30 Jahren. Er hat rote Haar, grüne Augen und trägt bescheidene Kleidung. Es ist der Mitarbeiter des Instituts für Geschichte und Philosophie, Professor Iwan Nikolajewitsch Ponurjew. Unter den Linden setzt er sich stets auf dieselbe Bank, auf der er an jenem Abend gesehen hatte, an dem der von allen längst vergessene Berlioz zum letzten Mal in seinem Leben den in Scherben zerfallenden Mond sah. Jetzt in der Mond unverzerrt zu Beginn des Abends weiß, später golden mit einem dunklen Drachenpferdchen und gleitet über den ehemaligen Lyrike hinweg, während er doch noch droben stillsteht. Iwan Nikolajewitsch weiß und begreift alles. Er weiß, dass er in seiner Jugend das Opfer verbrecherischer Hypnotiseure wurde, danach in Behandlung war und auskuriert wurde. Er weiß aber auch, dass es etwas gibt, womit er nicht fertig wird. Das ist der Frühlingsvollmond. Kaum rückt er näher, kaum wächst sie und füllt sich mit Gold die Leuchte, die damals hoch über den beiden Fünflichtern hing. Da wird Iwan Nikolajewitsch unruhig und nervös verliert den Appetit, kann nicht mehr schlafen und erwartet des Mondes Reife. Und wenn der Vollmond
anbricht, kann nicht ihn zu Hause halten. Am Abend verlässt er das Haus und geht zu den patriarchischen Teichen. Auf der Bank hört Iwan Nikolajewitsch laute Selbstgespräche, raucht, blickt mit verkniffenen Augen bald auf den Mond, bald auf das denkwürdige Drehkreuz. So verbringt Iwan Nikolajewitsch eine Stunde oder zwei, dann erhebt er sich und geht mit blicklosen Augen immer dieselbe Strecke durch die Spiridonowka in die Seitengässchen des Arbat. Er kommt am Laden vorbei, bleibt bei der alten schiefen Gaslaterne um die Ecke und schleicht zum Gitter, hinter dem ein üppiger, noch nicht belauten Garten zu sehen ist. Darin steht eine gotische Villa, deren eine Seite mit dem dreigeteilten Erkerfenster der Mond bescheint. Die andere Seite ist dunkel. Der Professor weiß nicht, was ihn zu dem Gitter zieht und wer in der Villa wohnt, aber er weiß, dass es keinen Zweck hat, bei Vollmond gegen sich selbst anzukämpfen. Überdies weiß er, dass er im Garten hinter Gitter jedes Mal unweigerlich dasselbe Bild sehen wird. Er sieht einen betagten, gut gekleideten Mann mit Bärchen, Kneifer und etwas ferkelartigen Gesichtszügen auf einer Bank sitzen. Diese Bewohner der Villa sitzt jedes Mal in derselben vertrauten Haltung da und blickt zum Mond. Iwan Nikolajewitsch weiß, der Mann wird, nachdem er den Anblick des Mondes genossen hat, den Blick zum Erkerfenster richten und dort hinstarren, als erwarte er, dass es sich öffne und etwas Ungewöhnliches aus dem Fensterbrett erscheine. Auch alles weitere weiß Iwan Nikolajewitsch auswendig. Er muss sich jetzt hinter Gitter verstecken, denn gleich wird der Mann dort unruhig den Kopf drehen, mit flirrenden Augen nach etwas in der Luft haschen, selig lächeln und dann plötzlich in süßer Sehnsucht die Hände zusammenschlagen. Dann wird er ziemlich laut murmeln. Venus, Venus, ach, ich trollte. Ah, ihr Götter, flüstert dann
Iwan Nikolajewitsch drückt sich ans Gitter und starrt mit grünenden Augen auf den geheimnisvolle Unbekannten. Noch ein Opfer des Mondes. Ja, noch ein Opfer genau wie ich, der Mann dort, aber spricht weiter. Ach, ich Trottel. Warum bloß bin ich nicht mit ihr davon geflogen? Wovor hatte ich Angst? Ich alte Essel. Eine Bescheinigung musste ich erlangen. Ach, das hab ich jetzt davon. Ich alter Idiot. So geht es weiter, bis auf der dunklen Seiten der Villa ein Fenster klappt. Etwas Helles dort erscheint und eine misstonende Frauenstimme ruft: Nikolai Iwanowitsch, wo bist du? Was soll es sein? Willst du dir die Malaria holen? Kommt die trinken. Dann kommt der Mann auf den Bank natürlich zu sich und antwortet mit falschen Stimme. Ein bisschen Luft wollte ich schnappen, mein Schnuckelchen. Die Luft ist so schon. Sodann erhebt er sich von der Bank, droht verstohlen mit der Faust gegen das wieder geschlossene Fenster und trottet ins Haus. Er lügt. Oh, ihr Götter, wie er lügt, murmelt Iwan Nikolajewitsch und tritt vom Gitter zurück. Er will ja gar nicht Luft schnappen, wenn Frühlingsvollmond ist. Er sieht etwas im Garten und droben im Mond. Ach, das würd ich alles dafür geben, in sein Geheimnis einzudringen und zu wissen, was für eine Venus er verloren hat und nach wem er jetzt fruchtlos in die Luft hascht. Wenn der Professor nach Hause zurückkehrt, ist er schon ganz krank. Seine Frau tut, als bemerkte sie seinen Zustand nicht, drängt ihn sich hinzulegen. Sie selbst geht nicht zu Bett, sondern sitzt mit einem Buch unter der Lampe und wirft Blicke auf den Schlafenden. Sie weiß beim Morgengrauen wird er mit qualvollem Schrei erwachen, wird weinen, sich hin und her werfen. Darum liegen vor ihr auf dem Tischtuch unter der Lampe eine Spritze in Alkohol und eine Ampulle mit einer Flüssigkeit von der Farbe starken Tees bereit. Die arme Frau, an eine Schwierigkeiten gebunden, ist nach der Injektionen frei und kann ohne Bedenken zu Bett gehen. Iwan Nikolajewitsch wird mit glücklichem Gesicht bis zu morgen schlafen und von etwas Schönem, höherem
träumen, wovon sie nicht weiß, was aber den Gelegenheit in der Vollmondnacht weckt und ihm den kläglichen Schrei abpresst, ist immer dasselbe. Er sieht den nasenlosen Henker mit dumpfen Durchlauch hochspringen und den an den Pfahl geschürten und obergeschabteten Gestas die Lanze ins Herz stoßen. Aber der Henker ist nicht so schrecklich wie das unnatürliche Licht, das von einer Wolke ausgeht, die sich drohend über die Erde wälzt, wie es nur bei Weltkatastrophen zu sein pflegt. Nach der Injektion wechseln die Bilder von der Schläfe. Vom Bett zum Fenster erstreckt sich eine breite Mondstraße, und auf diese Straße trifft ein Mann mit blutrot gefüttertem weißem Umhang und steigt empor zum Mond. Neben ihm geht ein junges Mann in zerrissenem und mit entstelltem Gesicht. Die beiden hören ein hitziges Gespräch, streiten sich, wollen zu einer Übereinkunft gelangen. Oh, ihr Götter, sagt der Mann im Umhang. Das hochmütige Gesicht seinem Begleiter zugewandt. Diese blöde Richtung, sagt man doch bitte. In das Gesicht tritt ein fehlender Ausdruck. Sie hat doch gar nicht stattgefunden. Ich beschwöre dich. Sag mir, sie war doch gar nicht. Natürlich war sie gar nicht, antwortete der Begleiter mit heiserer Stimme. Es ist dir nur so vorgekommen. Kannst du das beschwören? Bettelte der Mann im Umhang. Ich beschwöre es, antwortete der Begleiter, und seine Augen lächeln. Weiter brauche ich nicht, ruft der Mann im Umhang mit gebrochener Stimme und steigt immer höher zum Mond. Seinen Begleiter mit sich ziehend hinter ihnen geht ruhig und majestyschen ein riesiger, spitzhöriger Hund. Dann, weil der Mondstrahl auf aus ihm hervor, schießt ein Mondstrom und ergießt sich nach allen Seiten. Der Mond herrscht und spielt. Der Mond tanzt und albert. Aus dem Strom formt sich eine Frau von überirdischer Schönheit. Sie führt am Arm einen
bärtige Mann, der sich furchtsam und sieht auf Iwan zu. Iwan erkennt ihn sofort, das ist Nummer 110, sein nächtlicher Gast. Iwan steckt im Traum die Arme nach ihm aus und trägt gierig. Damit also endete es. Damit endet es, mein Schüler, antwortete Nummer 110. Die Frau trifft auf Iwan zu und sagt, natürlich endete es damit. Alles endete und alles endet. Ich küsse sie auf die Stirn, dann wird bei ihnen alles so sein, wie es sein muss. Sie beugt sich über Iwan und küsst ihn auf die Stirn, und Iwan strebt ihr entgegen und blickt ihr in die Augen, aber sie tritt zurück, immer weiter zurück, und entfernt sich mit ihrem Begleiter zum Mond. Dann beginnt der Mond zu toben, schleudert Lichtströme auf Iwan, versprüht Licht nach allen Seiten. Im Zimmer beginnt eine mündliche Überschwemmung. Das Licht wirkt, steigt höher, überflutet das Bett. Dann schläft Iwan Nikolajewitsch mit glücklichem Gesicht ein. Am Morgen erwacht der Professor schweigsam, aber ruhig und gesund. Sein wundes Gedächtnis verstummt, und bis zum nächsten Vollmond beunruhigt ihn nicht mehr weder der nasenlose Mörder des Gestas noch der grausame 5. Prokurator von Juda, der Ritter Pontius Pilatus. 1929, 1940.